Dieser furchtbare Tag zeigt, wir sollten uns vor zu schnellen Schlüssen hüten. Wir, das schließt Politiker und Politikerinnen mit ein. Unmittelbar nach dem Anschlag breitete sich eine Welle des Islamhasses aus. Wüste Hasstweets gegen den Islam, der Schlachtruf Remigration und Ausländer raus überzogen das Netz. Was aber nach und nach zutage tritt, zeichnet ein anderes Bild. Ein Mann aus Saudi-Arabien, der den Islam hasst. Ein Anhänger der AfD. Hey Leute, was denkt ihr über Robert Habecks Versuch, die AfD für den Anschlag in Magdeburg verantwortlich zu machen? Ist das nicht genau das, was er vorher als zu schnelle Schlussfolgerung kritisiert hat? In diesem Video sprechen wir über Habecks mieses Spiel im Wahlkampf und warum er mit solchen Aussagen weit über die Linie geht. Schaut euch das an. Es geht um Verantwortung, heuchlerische Taktik und warum er als Kanzler einfach nicht geeignet ist. Wenn euch das interessiert, bleibt dran. Vergesst nicht, das Video zu liken, zu abonnieren und vor allem zu kommentieren. Ich bin gespannt auf eure Meinung dazu. Auf geht's! Sehr geehrte Damen und Herren, ich weiß nicht, wo Sie die Nachricht vom Anschlag in Magdeburg am Freitagabend erreicht hat. Vielleicht beim Abendessen mit Freunden, vielleicht beim Abwaschen schon, vielleicht sogar selbst auf dem Weihnachtsmarkt. Mich erreichte sie, als ich gerade zu Hause in Flensburg zur Tür reingekommen war, voller Vorfreude auf meine Familie, auf die Festtage, auf die Zeit für die kleinen Dinge, die Weihnachten groß werden lassen, den Tannenbaum holen, zusammen kochen, zusammen essen. Auf Zeit zwischen turbulenten Tagen, Wochen und Monaten kurz innezuhalten. In diese Vorfreude schlug die Nachricht mit voller Wucht, traf ins Mark, traf ins Herz und ich dachte nur nein, nein, nein. Gestern Abend war ich dann in Magdeburg. Ich spürte die Lähmung und den Schock, die Trauer, die Fassungslosigkeit, auch den Zorn, überall. Während des Gottesdienstes in den tapferen Worten der Oberbürgermeisterin, nach dem Gottesdienst in den Gesprächen mit Feuerwehrleuten und Helfern, in der stillen Andacht der Menschen, die sich die Tränen wegwischten vor dem Gottesdienst. Der Weihnachtsmarkt ist jetzt dunkel, die Spuren des Anschlags waren am Morgen noch überall zu sehen. Blutige Handtücher, Reste von Rettungsdecken. Vor meinem inneren Auge sehe ich Verletzte, Tote, angstgeweitete Augen. Die Bilder von Magdeburg vermischen sich mit den Bildern anderer Anschläge, wie wir sie aus den letzten Jahren so furchtbar oft kennen. Breitscheidplatz, Solingen, Hanau, Halle. Brutale, widerwärtige Anschläge von Islamisten, Antisemiten, Rassisten, Islamhassern. In den Motiven mögen sie sich unterscheiden, in ihrem Hass sind Extremisten alle gleich und sie zielen auf das Gleiche. Das Herz unserer freien Gesellschaft. Die Anschläge zielen mitten in unser normales Leben, den Alltag. Sie reißen Menschen aus dem Leben und sie zerstören die Normalität unser aller Leben. Wo gibt es noch sichere Orte? Wo können wir einfach unbeschwert zusammenkommen? Wie vielleicht jeder kenne ich inzwischen Menschen, die öffentliche Orte meiden. Und wenn sie da sind, dann beklommen. Sicherheit aber ist eine Bedingung für Freiheit. Und diese soll uns genommen werden. Und deshalb wird Verunsicherung gesät. Darüber müssen wir reden. Und zwar ohne Scheu und ohne Ressentiment. 3 Minuten. 3 Minuten. So kurz dauerte die Fahrt und so brutal sind die Folgen. 3 Minuten, Schmerz für immer. Jetzt, 2 Tage später, möchte ich ein paar Gedanken sortieren. Erstens, alle reden nach Anschlägen über die Täter. Auch ich werde darauf zu sprechen kommen, aber im Mittelpunkt unserer Aufmerksamkeit müssen die Opfer stehen. Jetzt, in diesen bangen Stunden, wo zig Verletzte in den Kliniken liegen und dann auch in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren. Menschen, die diesen Horror durchgemacht haben, tragen die Erinnerung ihr Leben lang. Menschen, die jetzt ein 9-jähriges Kind verloren haben, spüren eine Wunde, die sich niemals schließt. Menschen, die um das Leben ihrer Liebsten zittern, werden diese Angst nie wieder los. Rettungskräfte, die Tote und Verletzte bergen, nehmen diese Erinnerung an das Blut, die Schmerzen mit in dunkle Nächte. Auch Helfer brauchen Hilfe. In den kleinen Gesprächen am Rande der Veranstaltung erlebte ich jedoch neben Trauer und Erschöpfung noch etwas anderes. Stärke und Ruhe und Professionalität.
bewundernswert, dankenswert. Danke. Zweitens. Dieser furchtbare Tag zeigt, wir sollten uns vor zu schnellen Schlüssen hüten. Wir, das schließt Politiker und Politikerinnen mit ein. Unmittelbar nach dem Anschlag breitete sich eine Welle des Islamhasses aus. Wüste Hasstweets gegen den Islam, der Schlachtruf Remigration und Ausländer raus überzogen das Netz. Was aber nach und nach zutage tritt, zeichnet ein anderes Bild. Ein Mann aus Saudi-Arabien, der den Islam hasst. Ein Anhänger der AfD. Ein Islamhasser, der mit den Methoden der Dschihadisten Menschen auf einem traditionellen Weihnachtsmarkt ermordet. Ein Arzt, der zum Mörder wird. Vieles wissen wir noch nicht und vieles ist ungeklärt, auch das genaue Motiv. Trotzdem, so fürchte ich, wird sich das im Netz sofort propagierte Misstrauen gegenüber Muslimen, Ausländern, Menschen mit Migrationsgeschichte weiter in die Gesellschaft eingraben. Und das, genau das, ist das Ziel derer, die es propagieren. Nichts daran ist unschuldig. Es ist das, was Rechtsextremisten und Autokratenverehrer, ja Extremisten jeder Art wollen. Misstrauen, Angst und Zorn schüren, die Gesellschaft kirre machen, mit Desinformation, mit Lügen, mit Halbwahrheiten. Jetzt vor der Bundestagswahl gilt das besonders. Das Misstrauen wird mit Macht geschürt. Der Macht der großen Social-Media-Plattformen und immer mehr mit großem Geld. Glauben Sie nicht jenen, die immer gleich alles wissen. Glauben Sie nicht, was Ihnen Propagandisten im Netz weismachen wollen. Die Lüge ist schneller als die Wahrheit. Nehmen Sie sich Zeit für die Wahrheit. Nehmen Sie sich Zeit für Skepsis, für Zweifel, nachzufragen. Lassen Sie sich nicht vom Hass anstecken. Politisch müssen wir uns mit der Rolle der sozialen Medien, die zu oft das Unsoziale befeuern, auseinandersetzen. Wir wissen noch nicht, ob sich der Täter von Magdeburg über das Netz radikalisiert hat. Aber wir sehen, wie Menschen Meinungen durch von künstlicher Intelligenz gesteuerte Algorithmen manipuliert werden. Meinungsfreiheit bedeutet, dass Menschen ihre Meinung frei äußern können. Sie bedeutet nicht, dass künstliche Intelligenz Meinungen steuert. Drittens, es ist gut, dass die Polizei den mutmaßlichen Täter schnell gefasst hat. Die Behörden werden sicher die Hintergründe der Tat zügig aufklären und sie müssen auch Fragen nachgehen, ob Warnung ausreichend nachgegangen wurde, ob alles getan wurde, was hätte getan werden müssen und können. Aber wir müssen auch darüber sprechen, ob Personal, Ausstattung und auch die Befugnisse der Sicherheitsbehörden ausreichen. Polizistinnen und Polizisten schützen Leben. Wir müssen dafür sorgen, dass sie das unter guten Bedingungen tun können. Sehr geehrte Damen und Herren, Mord an Weihnachten. Hass an Weihnachten. Hass hat die größte Zerstörungskraft für unsere Gesellschaft. Und das wissen die Extremisten jeder Art genau. Hass zerstört unsere Seelen, Herzen und Leben. Wer ihn propagiert, zerstört die sicher geglaubten Grundlagen des friedlichen Zusammenlebens. Dem zu widerstehen ist das Schwerste. Der Kampf gegen den Hass ist das Schwerste. Er braucht so viel Kraft. Kraft, sich gegen den Zorn zu wehren, Kraft, das Gute zu sehen, wenn das Böse durchschlägt. Was kann uns diese Kraft geben? Woher können wir sie nehmen, wenn doch die Ereignisse und die Krisen uns so aufzehren? Auf dem Weihnachtsmarkt waren private Rettungshelfer und sie halfen sofort. Menschen standen sich bei. Und als die Alarmmeldung kam, rückten Ärzte und Ärztinnen in wenigen Minuten zum Dienst an, kamen Feuerwehrleute aus der Umgebung, fragten nicht, klagten nicht, halfen. Es sind diese kleinen, großen Geschichten, die von der Kraft der Menschen berichten, der Kraft der Menschlichkeit. Menschen, die sich um andere kümmern, auch wenn die Bedingungen nicht leicht sind. Menschen, die anderen zur Seite stehen, die Zivilcourage zeigen. Menschen, die Neues aufbauen, wenn sich Altes verändert, wie sich unsere Gesellschaft verändert und vielfältiger wird, auch konfessionell. Am Ende machen Menschen den Unterschied. Sie schaffen die Kraft, die ein Land ausmacht. Und diese wiederum nimmt auch mich in die Pflicht, für Menschlichkeit mit all meiner Kraft einzutreten. Wir können den Kampf gegen Hass nur zusammenführen. Lassen Sie uns einander unterhaken und einander immer wieder daran erinnern, dass wir stärker sein wollen als der Hass. Sehr geehrte Damen und Herren, der Anschlag von Magdeburg war monströs. Er traf Menschen beim Zusammensein, Freude und Vorfreude teilen. Er traf die offene Gesellschaft da, wo sie so verletzlich ist. Im Freien, in der Gemeinschaft, auf einem Weihnachtsmarkt. Weihnachten erzählt davon, wie Gott den Menschen als Kind begegnet, in der kleinsten und in der verletzlichsten Gestalt,
und die Welt verändert. Weihnachten macht das Kleine groß. Es macht das Alltägliche besonders. Weihnachten schöpfen wir Kraft aus der Verletzlichkeit, um dem Monströsen und dem Hass zu widerstehen. Es ist das Kleine, was uns die Kraft für das Große gibt. Und das ist die Botschaft von Weihnachten. Bei der Gedenkveranstaltung, dem Gottesdienst gestern Abend, habe ich genau das gespürt. Aus tiefer Trauer zu Trost. Sehr geehrte Damen und Herren, ich wünsche Ihnen, ich wünsche euch diesen Trost und daraus Kraft in dieser schwierigen Zeit. Den Angehörigen, den Trauernden, den Verletzten, vielleicht spüren sie die Anteilnahme. Ganz Deutschland trauert mit ihnen. Ganz Deutschland wünscht ihnen Kraft. Sehr geehrte Damen und Herren, ich wünsche Ihnen, dass Sie freundlichen Blicken begegnen, dass es in einsamen Stunden jemanden gibt, der Sie anruft, jemand, an den Sie denken können, dass Sie jemand in den Arm nimmt, wenn der Kummer und die Sorge Sie überkommt. Ich wünsche uns, dass uns das Kleine, das Alltägliche Kraft gibt. Ich wünsche uns Stille und Ruhe und Lachen und Freude. Wir werden beides brauchen. Kraft und Zuversicht Ihnen allen. Gute Weihnachtstage. Freunde, ich muss echt sagen, das Ganze ist wirklich zum Fremdschämen. Statt sich ernsthaft zu fragen, was er für eine Verantwortung an dieser Tat trägt, geht dieser Kinderbuchautor und versucht, die AfD da reinzuziehen. Das ist einfach nur armselig, ekelhaft. Es sind durch diese Politik Menschen gestorben. Und was die Sache noch viel schlimmer macht, ein Kind ist darunter. Diese Politik sorgt dafür, dass Menschen abgeschlachtet werden. Und anstatt zu reflektieren, wird hier auch noch Wahlkampf betrieben. Das ist unfassbar. Ich fordere, dass dieser Typ sofort zurücktritt und sich endlich mal selbst hinterfragt, bevor er sich weiter mit so einem Schwachsinn auch noch in seiner Familie feiert. Bis zum nächsten Mal.